Oh hey! Random. Wann kommt endlich mal das McGann-Video? Das hast du uns die ganze Zeit schon versprochen. Klein Timmy, halt doch einfach mal Geduld in dich. Anyway, ihr habt den Titel gelesen. Ihr wisst vermutlich nicht genau, um was es heute geht. Lass es mich kurz erklären. Nachdem wir die 60er Doctors, die 70s Doctors und die 80er Doctors uns angeschaut haben, ist der nächste logische Schritt die 90er. Nun, die 90er war eine sehr ulkige Zeit für Doctor Who. Denn auch wenn es mehr als nur genug Doctor Who gab in der Zeit, gab es keine TV-Show, gab es keine neuen Staffeln. Daher ist es mehr oder weniger ein sehr, sehr seltsamer Punkt zwischen der Classic Show und der Revival Show. Viele Fans haben es getauft als die Wilderness Years. Und da die Wilderness Years so gigantisch sind, wollte ich das nochmal ein wenig etwa ausbalzen. Also reden wir mal in diesem Video über die erste Hälfte der Wilderness Years, die Hälfte mit dem McCoy-Doktor, aka dem 7. Doktor, gespielt von eben Sylvester McCoy. Wie immer handelt es hierbei nur um meine Meinung und das Video ist definitiv deutlich anders im Vergleich zu den anderen Videos dieser Serie und vermutlich wird das nächste Wilderness Years Video auch ziemlich anders sein. Ich wollte ja noch mal über diese Zeit reden und auch ein wenig das EU damit highlighten, aka das Expanded Universe, was ich eben so abkürze. Anyway, alle Disclaimer one disclaimed, legen wir mal los mit diesem Video. Und beginnen wir doch mal, wo wir etwa aufgehört haben. Wenn ihr mein ganz gigantisches Doctor Who Staffel Ranking gesehen habt, und wenn ihr das nicht gemacht habt, bitte schaut es euch mal nach, dann wisst ihr genau, wie hoch ich etwa sowohl Season 25 als auch 26 ansehe. Und auch für die inneren Fancircles sind das definitiv zwei Highlight Seasons. Also, was passiert nach einer so gigantisch guten Series? Natürlich wird die Show etwa gecancelt. Vielen Dank auch BBC Higher-Ups. Ich bin zwar froh, dass die Show auf einen so hohen High wie Season 26 geendet ist, aber es ist dennoch enttäuschend, da man etwa sehen konnte, wie viel Leben etwa in der Show wieder reinsteckte. Und das sage ich als jemand, der die Colin Baker-Ära und auch die Davison-Ära relativ mochte in vielen Aspekten. Zwar wurde es nicht etwa mehr oder weniger genau gesagt, aber nach einer Weile konnte man etwa erläutern, yep, die Show ist gecancelt. Und dabei gab es viele Angebote von anderen Produktionsstudios. Manche hatten sogar Leute, die für Doctor Who schon mal gearbeitet haben, wie Verity Lambert oder Terry Nason, die etwa angeboten haben, die Show zu produzieren, aber natürlich hat die BBC mehr oder weniger die meisten Angebote abgelehnt. Oder es gab etwa eine Stille, wo man etwa nicht etwa wirklich wusste, hat die BBC nun etwa dieses Angebot gelesen oder nicht. TV Doctor Who war tot in den 1990ern. Und das ist wirklich schade, denn ich denke, Doctor Who, vor allem Classic, hätte einen sehr interessanten Spin in den 90er reingebracht. Und vor allem mit so gigantisch genialen Leads wie Aldred und McCoy wäre das auch einfach nur ein Blast zu sehen, was eine mögliche Season 27 gegeben hätte. Mittlerweile wissen wir grob, da wir mehr oder weniger eine Lost Story Season in Big Finish davon bekommen haben. Aber das ist auch ein Thema für ein anderes Mal, wenn wir zu diesem Punkt kommen. Doch auch wenn TV Doctor Who tot war, hatte mehr oder weniger das EU, wie gesagt Expanded Universe, seinen Höhepunkt gekriegt. Jetzt war das EU mehr oder weniger das Neueste von Doctor Who. Natürlich, mit dem Ende der Target Reigns gab es natürlich etwa ein Interesse an neuen Doctor Who Books. Und so hat Version Publisher eine neue Reihe an Doctor Who Bücher gestartet, und zwar die New Adventures oder auch von vielen Fans getauft, die Version New Adventures. Diese haben etwa die Abenteuer von sowohl Ace als auch den 7. Doktor weitergeführt und waren deutlich erwachsener in Anführungszeichen. Die V&As sind berüchtigt heutzutage in inneren Fancircuit. Manche lieben sie, manche haben komplizierte Meinungen zu sie, andere dagegen mögen sie absolut nicht. Ich persönlich habe leider nicht sehr viel der V&As gelesen. Was ich gelesen habe, ist etwa ein Mixed Bag. Ich bin kein großer Fan von Sky Pirate zum Beispiel, was ein wundervolles Cover hat, by the way. Und generell die Covers bei den V&As sind genial einfach nur. Ich meine, schaut euch das an von Whitmark oder auch vielen der anderen. Ich zum Beispiel mochte aber sowas wie Blood Heat absolut. Oder auch Whitmark, was ich meiner Meinung nach sehr underrated finde. Horizon Sin ist auch ein ziemlich gutes V&A. Aber es ist nur eine kleine Collection an V&As. Es gab da viele, die ich immer noch etwa nachholen muss. Und ich bin wirklich etwa gespannt und freue mich, viele dieser zu lesen. Was man bei den V&As etwa anmerken muss, ist, dass im Laufe der Zeit die Companions mehr oder weniger gekommen sind, gegangen sind oder wiedergekommen sind. Zum Beispiel wurde im Paul Cornell Pant Love and War einer der wohl ikonischsten, wenn nicht sogar der ikonischste EU-Charakter von Doctor Who eingeführt. Bernice Summerfield, heutzutage bekannt bei Big Finish Listeners, gespielt von Lisa Bowerman, die unter
anderem in Survivor dabei war als Character Kara, was etwa eine kleine, nette Randnotiz ist, finde ich, ist mehr oder weniger der EU-Charakter schlechthin. Nicht nur war sie etwa eine große Präsenz in den Büchern, vor allem nachdem etwa Versen mehr oder weniger die Lizenz für die Doctor Who-Charaktere verloren hat und mit Benice weitergemacht hat, also auch mit unter anderem einer ihren originalen Companions, Chris Sue. Ich habe den Namen, glaube ich, gebutzert. Und nicht nur ist sie etwa ein gigantisch großer Teil von Big Finish, nein, sogar in den New Series Adventures, die Bücher der Revival Show, kam sie ab und zu mal vor. Wie ihr merkt, sie ist ein gigantischer Teil des EUs und definitiv in vielen Mediums oder auch Dekaden zu sehen. Oder auch, wie schon leicht angekratzt, Chris Sue und Ross, die im Novel Origin Sin eingeführt worden sind und mehr oder weniger für den Rest der VNAs die Companions vom 7. Doktor waren, wenn Benice nicht etwa dabei war. Es ist auf jeden Fall interessant zu sehen, wie die Pairings sich etwa verändert haben. Selbst solche Pairings wie Ace, Seven und Benice, die an bestimmten Punkten in den Büchern deutlich anders sind von dem, was ich gehört habe. Leider kann ich keinen großen Kommentar dazu geben. Was es dazu geben kann als Kommentar ist der Novel Long Barrow. Denn auch wenn es das große Finale ist von der Doctor Who-Reihe in den Version New Adventures, bevor es mehr oder weniger zu den Benice Adventures wurde, in Anführungszeichen, ist dieses Buch ziemlich berüchtigt für viele Dinge. Unter anderem wurde etwa enthüllt, wer die Eltern sind von dem Doktor. Und ich muss jetzt nicht spoilern, ihr könnt euch selber das spoilern, aber der Reveal ist wirklich abstrus. Und trotz dieser abstrusen Absurdität in Long Barrow, muss ich sagen, Mark Platt schafft das irgendwie, dieses Buch so interessant zu machen. Ich bin mir nicht sicher, ob ich dieses Buch mag, liebe oder indifferent darüber bin. Aber meine Güte ist dieses Buch interessant, selbst wenn man einfach nur liest, was die Synopsis ist, was die Ideen, die hier eingeführt sind. Und generell, wie es mehr oder weniger dem 7. Doktor ein Ende gibt vor dem TV-Movie, wenn wir jetzt mal Big Finish und all die anderen EU-Materials außen vor lassen, ist wirklich interessant. Long Barrel ist berüstigt für einen guten Grund und es wäre auch schade, wenn ich das nicht erwähnt hätte. Ich bin wirklich froh, dass ich Long Barrel gelesen habe, denn das ist definitiv eines dieser Doctor Who Bücher, wo ich sagen würde, ihr solltet das lesen, selbst wenn ihr die VNAs nie gelesen habt oder nur wenige gelesen habt wie ich. Angekratzt, wie schon gesagt, nach Long Barrel wurde mehr oder weniger die Range an Bücher Benice, Chris fokussiert und von diesen habe ich leider nur eins gelesen und zwar Dead Romance, was mehr oder weniger der große Entry Point für ein weiteres Spin-off des EUs ist, Vexen Paradox, was ich leider nur hier ankratzen werde, aber in späteren Videos genauer vielleicht beleuchten werde. Dead Romance auf jeden Fall ist ein geniales Buch, vor allem der Reprint, welchen ich gelesen habe, ist wirklich angenehm und hat etwa weniger diese Schreibfehler wie bei den typischen VNAs. Aber abseits von den VNAs hatte auch Versen andere Reihen an Doctor Who, unter anderem die Decalogues, welche mehr oder weniger Short Story Collections sind mit Doctor Who Charakteren oder auch anderen Doktoren. Die ersten 3 sind dabei Doctor Who centric, die letzten 2 eher weniger und im 3. hat sogar etwa ein Writer namens Stephen Moffat eine Story gepennt, Continuity Error, was eine ziemlich gute Story ist. Und ich frage mich, ob dieser Stephen Moffat irgendwas anderes für ihr Doctor Who schreibt. Und dasselbe gilt auch für den komischen Russell T. Davis, der Damn is Good für die VNA-Books geschrieben hat. Ich frage mich, ob er irgendwann mal was schreibt. Auf jeden Fall interessant. Auch die anderen Doktoren kamen nicht kurz, denn auch wenn Seven mehr oder weniger der Main Doktor der ersten Hälfte von der Wilderness Years ist, gab es etwa für die anderen Doktoren die Version Missing Adventures. Diese haben uns mehr oder weniger neue Abenteuer mit den 4., 5., 6., 1., 2. und 3. Doktor gegeben und sind definitiv interessant. Auch eine Range, mit der ich nicht etwa so stark beschäftigt bin, da ich nur etwa 3 gelesen habe, unter anderem The English Way of Death, was ich solide fand, ziemlich gutes Cover, hat Star Wars Likeness ziemlich gut eingetroffen. Der Starting Point, Goth Opera, was ich geliebt habe und meiner Meinung nach der beste Verse Novel ist, den ich bisher gelesen habe, oder auch der First Doctor Novel Empires of Class, was genial ist, unter anderem auch ein Charakter namens Spraxial einführt, beziehungsweise reinbringt in diese Welt, der für was anderes später wichtig wird. Wie ihr merkt, die Version Books
auch wenn ich jetzt nicht so beschäftigt bin mit diesen und viele noch vor mir habe. Und wie gesagt, bin ich sehr gespannt darauf. Sind definitiv ein wichtiger Cornerpoint für die Wilderness Years und generell für das EU von Doctor Who. Abseits von diesen Büchern gab es natürlich auch die Comics. Und diese Comics waren natürlich meistens etwa 7. Doctor-centric oder hatten auch etwa andere Doktoren. Einer der Ranges, die in der McCoy-Ära begonnen ist und auch nach dem Ende von Survival ein wenig weitergelaufen ist, wäre dabei eine Marvel Comics-Reihe. Und ja, Marvel hatte die Doctor Who Comic-Lizenz in einem Punkt der Zeit. The Incredible Hulk Presents, was mehr oder weniger kurze Comic-Strips hatte mit dem 7. Doktor. Und all diese habe ich sogar gelesen und leider bin ich nicht wirklich begeistert von diesen. Viele raten für mich etwa als okayisch oder vergessenswert. Interessant zu sagen ist aber, dass der erste Comic, der nach Survival released worden ist, Who's That Girl, mehr oder weniger die Idee präsentiert, dass es etwa einen weiblichen Doktor in der Zukunft vielleicht gibt. Die anderen Comics, die nach Survival released worden sind auch nicht deutlich viel besser. Ich würde sagen, dass der letzte Comic aus dieser Range, Knife, ich hoffe, ich habe den Namen nicht gebutzert, der wohl best ist, aber das sagt auch nicht sehr viel. Die Illustrationen sind wirklich, wirklich gut und man kann mal definitiv merken, wer ist. Vor allem liebe ich etwa die Expressions von McCoy. Die Storys, wie gesagt, sind ziemlich vergessenswert leider. Auch die Magazin-Reihe Doctor Who Magazine wurde weitergeführt in der Wilderness Years und hatte keine Pausen. Und auch wenn wir mehr oder weniger viele verschiedene Comic-Strips gekriegt haben hier, viele haben dabei den Kanon etwa gefolgt von den V&As, muss mal was Interessantes da nennen, denn auch wenn für eine lange Zeit fast nur Sam Doctor Material kam, gab es für eine kurze Zeit auch manche kleinere Storys für andere Doktoren wie den ersten, den zweiten und so weiter und so weiter. Man hat mal definitiv ein wenig mehr experimentiert, als man mehr oder weniger erkannt hat, dass die Show vermutlich für eine lange Zeit noch etwa auf die Air sein wird. Und es hat für ein paar sehr interessante Storys gegeben. Auf der 7. Doktor-Seite gibt es zum Beispiel die Story Planet of the Dead, was zwar vor dem Ende der Show erschienen ist, aber eine ziemlich geniale Multi-Doktor- und Multi-Companion-Story ist. Und ich muss sagen, auch wenn die Qualität bei diesen ziemlich variiert, so sind manche wirklich, wirklich spaßig, manche eher mehr weniger und manche eher mittelmäßig, sind die Illustrationen relativ gut, bis solide, bis unglaublich wunderschön dich anzuschauen. Wie ihr merkt, die Range ist definitiv Hit und Miss. Aber definitiv eine Range, die deutlich mehr Liebe verdient und auch über die Jahre, sei es nun vor dem Ende der Show oder auch während des Revivals, viele geniale Stories gegeben hat. Vielleicht irgendwann mal werde ich mal ein Video zu dieser Range widmen und seinen Comics. Ich wollte es einfach mal nur hier kurz etwa ankratzen. Doch während diese Reihen mehr oder weniger auf der offiziellen Art und Weise von der BBC produziert oder die Lizenz gekriegt haben, gab es auch natürlich nicht direkt BBC-approved Projekte, Filme oder was weiß ich. Fans von Doctor Who wurden schnell kreativ durch diese Stille von keiner neuen TV-Staffel. Und so gab es zwei Firmen, die in der Wilderness Years mehr oder weniger ihren Peak bekommen haben. Unter anderem BBV und Real-Time Pictures. Beide haben schon zuvor die ein oder andere Doctor Who Produktion gemacht, sei es nun Mythmakers von Real-Time, was mehr oder weniger Nicholas Briggs ist, wie etwa einen alten Companion oder Dr. Actor interviewt. Und ich habe davon nur etwa das von Caroline Ward gesehen, aber ich muss sagen, es ist wirklich interessant, sich anzusehen und wenn ihr mal die Chance habt, macht das doch mal. Aber auch Real-Time hat auch ein paar eigene Produktionen gemacht, als nun Wartime, was Son Benson, John Levine zurückgebracht hat und ihm mehr oder weniger eine PTSD-Backstory gegeben hat. Und generell eine Oddity ist, aber interessant sich einmal anzusehen ist. Die Mind Game Trilogie, die ein Targonian, Shantarian und ein Mensch Speed von Cherry Aldred zeigt, die mehr oder weniger miteinander zurechtkommen müssen. Der wohl bekannteste Film von Real-Time wäre dabei das zweite Doctor Serial Sequel Downtime. Der Film bringt nicht nur etwa viele bekannte Companion Actors in ihre ikonischen Rollen zurück, nein, es ist auch ein direktes Sequel zu Web of Fear oder auch Abominable Snowman und bringt die Yeti zurück, wie auch die Great Intelligence. Das war auch mein allererster Real-Time-Film und allererster Wilderness, nicht offiziell von der BBC approveder Film. Und meiner Meinung nach ist es wirklich interessant, diesen Film sich mal anzuschauen, denn es gibt viele Qualitäten in diesem Film und er ist definitiv nicht so schlecht wie manche oder auch wie
wie sein Ruf es sagen würde. Allein lohnt es sich etwa zu sehen, wie Liz Sladen mal wieder genial ist in ihrer Rolle als Sarah Zane. Und es ist auch interessant zu sehen, dass man etwa hier die Tochter von dem Brigadier Kate Lethbridge Stewart einführt, die vielleicht in irgendeiner Zukunft relevant wird. Wer weiß, wer weiß. Aber ja, es ist eine spaßige Zeit, auch wenn der Film an manchen Stellen schon messy sein kann. Interessante Randnote, dieser Film hat sogar eine Novel-Adaption gekriegt in der Virgin Missing Adventures Reigns. Ich habe die Novel-Adaption bisher nicht gelesen, aber bin sehr interessiert darüber und vielleicht irgendwann mal mache ich das. Aber auch BBB hat einige Produktionen hervorgebracht. Ihre wohl bekanntesten sind dabei The Strangers und Probe. Ersterer ist mehr oder weniger Doctor Who, außerdem die Trademarken, sei es nun die TARDIS oder auch die Namen. So spielt Nicola Bryant jemand namens Bish Brown und Colin Baker ist mehr oder weniger bekannt als The Stranger. Vor allem die ersten 3 Filme sind sehr mehr oder weniger Doctor Who adjacent und das ist auch für einen guten als auch negativen Teil manchmal. Die späteren Filme versuchen ein wenig mit ihren Genres zu spielen, sind dagegen aber leider sehr confusing und werden nur etwa gerettet von ziemlich guten Performances von ihren Actors, sei es nun David Troughton und so weiter und so weiter. Die ersten 3 sind mehr oder weniger Doctor Who, in allem außer dem Namen. Vor allem der zweite Film, More Than a Messiah, welcher Sophie Aldred hat, wie sie mehr oder weniger einen lebenden Planeten spielt, ist genial einfach nur. Ich weiß, der Film wird von vielen nicht etwa so high geratet, vor allem, dass es etwa ein Teil ist von The Stranger, was etwa eine Adaptation hat mit Bill Becks, den Typen hinter BBB, besser. Je weniger über ihn gesagt wird, desto besser. Aber für mich ist definitiv More Than a Messiah genial. Eine abstruse Idee, die wirklich einfach nur passt zu Doctor Who und die Maturity, die in den Wilderness Years manchmal ein wenig zu tryhard oder auch edgy rüberkommen kann, manchmal sogar auch geschmackslos, ist hier auf einen guten Punkt gebracht. Die anderen The Strangers Filme sind eher weniger empfehlenswert und eher mehr eine Oddity. Interessant zu sehen, was sie etwa mit dieser Reihe machen wollten, aber leider funktioniert das eher weniger. Zumindest für mich. Und wir haben natürlich auch Probe, was ein Liz Shaw-centric Spin-off ist. Sie haben die Lizenz für den Charakter Liz Shaw aus Season 7 gekriegt und da haben sie mehr oder weniger in diese Reihe reingesetzt und viele andere Doctor Who Darsteller tauchen hier auch auf. Der erste Film ist ein wenig confusing und fühlt sich eher mehr so an, als hätte mal all diese Doctor Who Darsteller gebracht, um irgendwie zu sagen, hey, guckt mal, wir haben Sylvester McCoy und Pertwee und Louise Jameson und die anderen Filme haben da deutlich mehr Restrictions. So sind nur Louise Jamesons neuer Charakter und auch Liz Shaw die wirklich wichtigen Rollen, die von Doctor Who Alumni gespielt werden. Und ich mag auf jeden Fall auch diese mehr übernatürliche Seite an diesen Filmen. Es ist auf jeden Fall interessant, sich anzusehen, was man mit Probe gemacht hat. Caroline John ist mal wieder genial als Liz Shaw. Liz Shaw ist generell ein Favorit unter all den Companions, die ich habe. Also ist es etwa wirklich interessant und spaßig zu sehen, was man mit diesem Spin-off gemacht hat. BBB hatte natürlich auch andere Filme, selbst welche die deutlich später nach der Wilderness Years erschienen sind. Aber diese reden wir vielleicht mal ein anderes Mal. Vielleicht auch nicht, weil dann müsste ich über den Saigon-Film reden. Und ich möchte nicht über den Saigon-Film reden. Doch was ist nun mit der BBC selbst? Haben die irgendwas eigentlich von Doctor Who, selbst wenn das nur eine kleine Oddity ist, gemacht? Tatsächlich, ja. Es gibt ein paar Oddities und ein paar interessante Tidbits von der BBC, was man da so sagen kann. Zum einen gab es natürlich viele Dokumentationen. Die wohl beste davon ist More Than 30 Years in the TARDIS, die Extended-Version zum 30th Anniversary, was einfach nur genial ist. Und ein paar geniale Interviews hat mit vielen Cast-Members, Leuten hinter der Kamera oder auch hinter den Scripts. Für die WRS-Reigns gab es auch die Years-Tapes, die mehr oder weniger eine Ära von Doctor Who chronologiert haben, mit Compilations von bestimmten Clips oder sogar auch ganzen Episoden. Diese wurden meist moderiert von Doktoren, wie zum Beispiel Peter Davison, der die Early Dalek Years gemacht hat, oder auch Colin Baker bei den Early Cyberman Years, aber auch für die Doktoren selbst gab es welche, sei es nun mit Hartnell, moderiert von Sylvester McCoy, oder auch Pertwee, der seine ganz eigene Jahre moderiert hat. Und auch für die 80 Doktoren war das dasselbe, mehr oder weniger. Manche Doktoren, manche Monster haben da nicht etwa viel gekriegt, aber es ist auf jeden Fall interessant zu sehen, was man da so an Moderationslinks hat. Vor allem die von McCoy mag ich am allerliebsten. Und der Theme-Tune ist auch einfach nur genial. Ich meine, hört euch das doch mal an. Wie könnt ihr das bitte nicht lieben? Für die TV-Show selbst
Selbst sah es eher mehr düster aus. Wie gesagt, die Show war mehr oder weniger gecancelt. Ein Hoffnungszimmer gab es, als im Jahre 1990 ein Special mit Aldred und McCoy in ihren Rollen kam, Shirt Out of Space, was ein Lernprogramm ist. Und dieses Special ist eine Oddity. Ich würde empfehlen, wenn ihr etwa Fans seid von beiden diesen Charakteren, euch das mal anzusehen, weil man kann mal die Clips davon ganz einfach auf YouTube finden. Aber wirklich viel hat es nicht gebracht. Natürlich, unsere Leads sind wie immer super und wir haben K9 hier, warum auch immer. Aber wirklich sehr interessant. Beziehungsweise interessant als eine eigene Story ist es definitiv nicht. Als eine interessante Oddity eher mehr. Und je mehr Jahre vergangen sind, desto mehr war die Hoffnung weg, dass Doctor Who niemals zurückkehren würde. Doch dann kam das 30th Anniversary, 4 Jahre nachdem die Show gecancelt worden ist, und die VHS Reigns dachte sich, hey, vielleicht geben wir doch mal den Fans mal ein Dankeschön dafür, dass sie die VHS Reigns so sehr supporten. Und so wollten sie ein Direct-to-VHS Special machen, wo wir etwa eine alternative Version von Logopolis gesehen haben, wo Tom Bakers 4. Doktor nicht regenerated und deswegen die Zukunft der 80 Doktoren ein wenig schwierig oder kaum existent aussehen könnte. Es würde dann alle Doktoren, die zu diesem Zeitpunkt noch am Leben sind, etwa featuren. Selbst Son Pertwee, der in einer ganz kurzen Szene dabei wäre. Der Fokus aber wäre natürlich auf Tom Baker, was Pertwee und Colin definitiv nicht mochten. Und deswegen kam dieses Special auch nie wirklich zustande. Es ist eine interessante Oddity, das etwa anzumerken, denn manche dieser Elemente, zum Beispiel wie ein Anniversary Special, wo ein alter Doktor zurückkehrt, wurden etwa aufgegriffen für das 60th Anniversary mit David Tennant. Also das ist nicht etwa wirklich richtige vergessene Geschichte. Es wäre auf jeden Fall mal interessant, diese Story in irgendeiner Form adaptiert zu bekommen, sei es nun von Big Finish oder auch in Buchform. Für eine Adaption gibt es davon alle Male. Unter anderem eine animierte Version, die ihr hier gerade sieht, und auch eine Audiodrama-Version. Beide gratis auf YouTube zu sehen. Beide würde ich mal einfach empfehlen, wenn ihr an diese Story interessiert seid. Denn die Fanarbeit ist wirklich ziemlich gut, würde ich mal sagen. Doch, das 30th Anniversary soll nicht leer ausgehen, denn wir haben dennoch ein Special gekriegt für Children's in Need. Dimensions and Time. Alle 5 lebenden Doktoren würden zurückkehren. Durrani würde als Schurken dabei sein. Viele alte Enemies, viele alte Companions würden zurückkehren. Und es würde ein Crossover sein mit der Soap Opera The EastEnders. Was zum Wick? Ja, Dimensions and Time ist campy, silly und seltsam. Es fühlt sich an wie ein Fever Dream und selbst die V&As haben es mehr oder weniger als Fever Dream angemerkt. Manche Stories sagen, es ist Kanon, manche sagen, es ist ein Fever Dream. Es fühlt sich auf jeden Fall an wie ein Fever Dream. Ich mag Dimensions in Time. Ist das ein gutes Anniversary Special für das 30th Anniversary und nachdem die Show für 4 Jahre nichts mehr hatte? Nein. Es fühlt sich definitiv an wie die Core-Idee, was etwa das weite Publikum dachte von Doctor Who zu diesem Zeitpunkt. Und es ist auch einfach nur ein Mess. Es gibt so viele Dinge, die ich etwa hier andeuten kann. Die CGI-Heads oder Sculptures von Hartnell und Proughtons Kopf, die warum auch immer etwa fliegen in Ranis TARDIS. Ranis Helfer, Rani selbst. Madam, what year is this? Die Musik, der Greenscreen von Tom Baker. Wie verwirrend die Story ist. Die EastEnders Cameos. Wie viele Companions wir hier kriegen. Manche Companion Mashups funktionieren, warum auch immer nicht. Warum hinterfragt Mel nicht, warum sie jetzt mit dem 3. Doktor war, durch den EastEnders Platz geht. Sophie Aldred und Sylvester McCoy sind genial. Sylvester McCoy ist betrunken an einem bestimmten Zeitpunkt und man kann das teilweise merken. Warum auch immer er betrunken ist am Set von Dimensions Time, keine Ahnung. So viele idiotische, aber auch geniale Momente. Und deswegen ist Dimensions in Time auch das beste Doctor Who Anniversary und die beste Episoden oder. Ich meine, der Filmteam ist auch ziemlich interessant, auch wenn es nur ein Speed-Up ist von der normalen McCoy-Version, was es ziemlich nervig macht, sich das anzuhören. Also ich empfehle es wirklich jeden sehr, Dimensions in Time sich anzuschauen. Aber im Jahre 1969 hieß es eins: Doctor Who kehrt zurück. Und dieses Mal in TV-Version. Ein neuer Doktor sollte hervorscheinen. Sylvester McCoy kehrt ein allerletztes Mal zurück in die Rolle. In einer mehr oder weniger komischen Tenure als der Doktor für die erste Hälfte der Wilderness Years. Und der TV-Movie stand an. Doch das ist eine Story für ein anderes Mal. Also schaltet ein, wenn ich im nächsten Wilderness-Video ein wenig über McGann schwarme, sein TV-Movie genauer beleuchte
und generell ein wenig genauer beleuchte, wie McGann der kürzeste, aber auch längste Doktor überhaupt ist. Aber bis dahin wird es noch ein wenig dauern und mich würde eure Meinung zu dieser ersten Hälfte der Wilderness Years interessieren. Ich weiß, es ist ein eher mehr messigeres, rammeligeres Video, aber ich wollte unbedingt mal was zu den Wilderness Years machen und ursprünglich sollte es auch ein ganz gigantisches Video sein, aber ich dachte, es zu enthalten wäre definitiv schlauer. Vielleicht sogar einen dritten Part für ein paar andere Oddities der Wilderness Years. Wer weiß. Aber bis dahin, wir sehen uns, bzw. hören uns beim nächsten Mal. Euer Random oder so ähnlich. Bye!